beider Seiten dann vielleicht auch der andere. Ja, gut, überzeugend. Ich glaube, dass er wahrscheinlich umgehen müssten. Das wäre natürlich auch vergleicht, ja, sagen, auf erhöhten Posten rüber. 네, 안녕하세요. 오늘은 영화 JSA Joint Security Area를 보려고 합니다. 오래된 영화지만은 그래도 이제 잘 만든 영화이기 때문에 친구들이 아직 안 봤다고 그랬기 때문에 같이 보려고 합니다. Ja, also ich habe den Film auch vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen, jetzt auch lange her. Ja, wie fandet ihr den Film? Ich fand es geht ja darum, um einen theatralischen Mord, der sehr, sagen wir mal, politisch sehr brisant ist, aufzuklären. Und es wird ja nach und nach kommen halt die Details zu Licht, wie es dazu zustande kam. In Wirklichkeit geht es ja eher um die Beziehung zwischen den Soldaten der Nord- und der südkoreanischen Seite. Genau, und dass die auch Freundschaften miteinander entwickeln, genau wie jeder andere und eigentlich nachher wie ganz normale Koreaner sind und keine Nord- und keine Südkoreaner und eigentlich miteinander sich eigentlich gerne austauschen wollen und generell Freundschaften schließen wollen, das aufgrund ihrer beiden Ideologien nicht möglich ist. Okay, ja, ich fand den Film gut gemacht, große humanistische Botschaft letztendlich als Kernaussage des Films, dass eigentlich letztendlich wahrscheinlich die Ideologie, das, was unter anderen Umständen normal und alltäglich wäre, sich nämlich zu treffen, miteinander auseinanderzusetzen, zu befreunden etc., das halt dann zunichte macht und das aufgrund der Ideologie beider Seiten dann vielleicht auch der andere unbedingt und zwingend als Feind gesehen werden muss und dass diese Interaktion halt nur in so einem ganz kleinen, geschützten Raum, der sehr, sehr vulnerabel ist, stattfinden kann. Und aber alles, was sozusagen von außen hineinkommt, sofort zur Eskalation führen kann. Also letztendlich eine Freundschaft auf ganz wackeligen Beinen. Ich fand ihn da von daher gut, überzeugend. Ich glaube, dass er wahrscheinlich auch so ein bisschen, das müsstest du jetzt sagen, für eine gewisse Zeit in Korea, in Südkorea steht, wo viel über Wiedervereinigung und solche Sachen gesprochen wurde. Ja, vor 20 Jahren hat man irgendwie mehr geredet über die Wiedervereinigung, ob die kommen könnte oder nicht. Mhm. Und, aber heutzutage ist da jetzt irgendwie immer weniger Thema, weil beide Seiten einfach zu lange getrennt sind auch. Sind mittlerweile 75 Jahre getrennt, ja, da sind mehrere Generationen dazwischen. Die Familien sind jetzt praktisch kaum mehr wiederzufinden und ja, es wird immer schwieriger, ja, auch wirtschaftlich. Ja, Südkorea hat sich dann so weit weiterentwickelt. Ja. Wenn die Wiedervereinigung kommt, dann wird es halt sehr schwierig werden. Ja, und das wissen die Südkoreaner auch. Und deswegen spielen natürlich auch andere Konflikte natürlich da eine große Rolle. Ja. China ist direkt dran, ja, Russland ist dran. Und die haben natürlich auch kein Interesse, dass die Amerikaner direkt an der Grenze sind zu China und Russland. Und ja, deswegen, das ist sehr kompliziert. Ja. Du bist tatsächlich auch der Meinung, dass die ausländischen Mächte, die in diesen Konflikt verwickelt sind, auch selber gar kein Interesse daran haben, dass da in irgendeiner Art und Weise Bewegung reinkommt. Genau. Sehr viele Länder haben gar kein Interesse, dass eine Wiedervereinigung kommt. Und, klar ist man in der Öffentlichkeit für die Wiedervereinigung. Ich bin auch für die Wiedervereinigung, ja, aber es wird... Die Frage, was ich jetzt immer höre, ist, dass das Nordkorea ja mehr, sage ich mal, auch viel Gefängnis ist für die Menschen und sie natürlich sehr unterdrückt werden, so wie ich das wahrnehme. Und das würde natürlich dann bedeuten, dass man eine Million von Geflüchteten hätte, die man auf einmal handeln müsste, soweit wenn die Grenzen offen wären. Und darauf haben natürlich viele Staaten, glaube ich, gar keine Lust, weil sie sich natürlich dann darüber auch verständigen mussten, wie sie mit dieser Situation umgehen müssten. Das wäre natürlich auch extrem hoher Aufwand. Also wenn man mit Deutschland jetzt vergleicht, ja, seht ihr da auch Parallelen jetzt?
außer dass die Länder auch natürlich geteilt sind. waren, ja, sind. Also meinst du, ob es eine friedliche Wiedervereinigung geben könnte in Korea? Ja, naja, das hoffen wir ja klar. Ich meine, wenn dann würde es, glaube ich, nur passieren, wenn Nordkorea zusammenbrechen würde. Also von innen heraus, Widerstand. genau, Widerstand und so, aber Nordkorea, das Land existiert schon seit 75 Jahren und die haben die Struktur so perfektioniert, das wird nicht so einfach sein. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, dass Nordkorea viel mehr als es sozusagen in der Deutschen Demokratischen Republik der Fall war, ein Staat ist, der auf Personenkult und quasi religiösen Glauben basiert. Ne? In der DDR gab es Oppositionelle, es gab Leute, die sich subversiv gegen das System gestellt haben, mehr oder weniger offen, aber es gab eine Diskussion. Ich weiß nicht, wie das in Nordkorea ist. Der Staat ist sehr hermetisch abgeriegelt. Also von dem, was ich aus den Medien wahrnehme, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dort so etwas wie eine Subversion geben kann, die nicht sofort irgendwie unterdrückt und mit Waffengewalt niedergehalten wird. Insofern weiß ich gar nicht, ob man sich solche freien Gedanken überhaupt machen kann. Ja, und die Grenzen, wie in dem Film auch, werden ja eigentlich auch alle streng bewacht. Ich habe ja schon mal gefragt, wie war das in Deutschland? Könnt ihr euch irgendwie erinnern, ob die Grenzen in Deutschland auch irgendwie streng bewacht waren? Also woran ich mich erinnern kann, ist, ich weiß nicht, dass ich mit meinem Vater damals, also Norbert und ich, wir waren ja zu der Zeit in Berlin. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Vater an den 17. Juni gefahren bin. Da gab es so eine große Tribüne aus Holz, da konntest du dann rauflaufen und konntest von da sozusagen auf erhöhten Posten rüber in die DDR gucken. Ja, so, als ob du sozusagen wie so ein Zoo hineinschauen und war ein bisschen skurril. Ja, war ein bisschen skurril. Und woran ich mich erinnern kann, sind die das ganzen... Brandenburger Tor erinnere ich mich. Genau. An die ganzen Grenzkontrollen, kannst du dich an sowas erinnern? An sowas kann ich mich auch ganz gut erinnern. Wir sind ja oft zu meinen Eltern gefahren durch die DDR. Das ging ja jetzt nicht so bei Korea so, sondern da musste man ja aus Berlin durch die DDR. Es gab Transitstrecken, ne? Genau, da sind wir ja dann wie 3 Stunden durch die DDR gefahren. Zurückzukommen zum Film. Und ich fand halt in dem Film irgendwie komisch, warum sich die Soldaten überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben, erwischt zu werden, weil das ja früher oder später passieren musste. Es war überhaupt gar nicht, die haben da einfach nur abgehangen in der Bude, wurden einmal schon fast erwischt, wo sie da im Keller abgehangen haben. Und dann haben sie sich noch nie mehr Gedanken dazu gemacht, obwohl die anscheinend über Monate da die ganze Zeit abgehangen haben. Da ging es ja nicht einmal darum, dass sie sich überlegt haben, was könnte passieren, wie reagieren wir, wie machen wir, wie kriegen wir das irgendwie hin, wie passen wir auf, und das war ja überhaupt nicht so. Ne? Das ist eine Antwort drauf. Ja. Ich glaube, dass das so ein bisschen, also ich glaube, die 2 Südkoreaner waren ja schon, also es sind ja wahrscheinlich extrem junge Leute, die dann irgendwie an die Grenze geschickt werden, weiß ich nicht, also Teenager oder Anfang 20er. Ja, 20 bis 22, schätze ich mal. Ja. Ein bisschen naiv, ein bisschen irgendwie, ja, halt offen dem Leben gegenüber, aber halt nicht wirklich weit nachdenken. Ja, aber alles in allem, also ich glaube, als Kernbotschaft, von der Kernbotschaft her gut verständlich. Ja klar, also der Wunsch ist klar. Humaner ist klar, genau. Klar, wir sind alles Menschen, wir sind alle eigentlich zusammen, wir können alle Freunde sein. Genau. Wir wollen eigentlich auch alle Freunde sein, nur die Ideologien stehen dazwischen. Das kannst du ja spiegelbildlich auf alle Konflikte, meinetwegen auch interkulturelle Konflikte übertragen. Du wirst immer irgendwo Freundschaften finden, führen und etablieren können über solche Grenzen hinaus, denn Menschen sind einfach Menschen, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen. Und sofern sie sich verständigen, kommen wird es zu Freundschaften kommen. Ja, und wie ist es jetzt in Deutschland, nach 30 Jahren nach der Wiedervereinigung? Könnt ihr sagen, dass sozusagen Ost und West die Menschen immer noch so ein bisschen getrennt sind oder immer noch Vorurteile haben? Das gibt es ja immer noch. Ja. Also ich versuche nicht voreingenommen zu sein, aber natürlich ist es so, dass man über Generationen, dass es bestimmt 2, 3 Generationen wächst, bevor man darüber nicht, bevor sozusagen keine Vorurteile mehr existieren, weil es natürlich klar ist, dass sozusagen die Elterngeneration ihre Vorurteile Kinder geben, und ich frage, bis sich das irgendwann löst. Es wird sich lösen,
aber lass mal 1 oder 2 Generationen noch warten, dann wird es also gar nicht mehr so sein, dann wird es nicht mehr so ein Thema sein. Aber natürlich ist es natürlich so, also unsere Elterngeneration sowieso, aber wir selber sind sicherlich noch auch immer von diesem Ost-West geprägt, aber nichtsdestotrotz, also Ich bin trotzdem der Meinung, dass, also nicht individuell bei Menschen zu erkennen, aber dass es trotzdem im Großen und Ganzen erkennbare wirtschaftliche und auch Anführungszeichen kulturelle Unterschiede gibt, dass das unserer Generation jetzt vielleicht noch auffällt. Für die Generation meiner Eltern ist es gar nicht anders zu denken. Also meine Mutter redet heutzutage immer noch von Ossis und Wessis. Und die sagt auch in einer vereinten Stadt wie Berlin, ich fahre jetzt in den Osten. Und ich denke, jetzt für uns spielt das keine so große Rolle mehr. ich glaube, in der Wiedervereinigung sind extremst viele Fehler gemacht worden, gerade auch von Westseite. Es ist im Prinzip ja so, meine Meinung, dass sozusagen dem Osten wurde mehr oder weniger der Westen übergestülpt, ohne dass man überhaupt das eine wirkliche Wiedervereinigung war. Man wird einfach gesagt, So es wurde einfach Übernahme. Es wurde einfach die BRD-Verfassung, es wurde keine neue Verfassung geschrieben. Aber es hätte eigentlich sein müssen, es hätte eigentlich eine neue verfassungsgebende Versammlung geben müssen, wo man eine neue gesamtdeutsche Verfassung erarbeitet und es nicht nach dem Motto, der Osten wird jetzt einfach mehr aufgenommen und hat jetzt ab sofort der BRD-Verfassung. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist letztendlich auch, dass ganz viele ostdeutsche Wirtschaftsbetriebe zerschlagen wurden oder halt eben über die Treuhand von westdeutschen Betrieben übernommen wurden. Das heißt sozusagen, die Wessis kamen in den Osten, haben sich das, was da war, was von Wert war, unter die Hand genommen und das den Rest zerschlagen. Und was dann irgendwann folgte, ist, dass ganz, ganz viele Ostdeutsche letztendlich aus wirtschaftlichen Gründen in den Westen abgewandert sind und also eine Arbeitsmigration stattgefunden hat. Und ich finde immer noch, also man hat jetzt unzählige Milliarden dort hineingesteckt, es gibt tolle Autobahnen, es gibt auch sicherlich irgendwo Leipzig, Dresden, große Boomregionen und es gibt auch wirtschaftlich schwache Regionen in Westdeutschland, aber ich finde, du brauchst nur eine halbe Stunde aus Berlin rauszufahren, dich da in den ländlichen Gebieten umzuschauen und es wird dir sofort offenbar, was es für einen gewachsenen Unterschied, vor allen Dingen in wirtschaftlicher, infrastruktureller Hinsicht gibt, zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland generell. Ja, es wurde verpennt, ein gemeinsames Deutschland aufzubauen. Es wurde eher eigentlich nach dem Motto, Ostdeutschland wurde nach Westdeutschland eingegliedert. Ich habe mich mit einigen Koreanern unterhalten und sie wollen gar keine Wiedervereinigung, weil das wird ja so viel kosten. Guck mal, was Deutschland für Westdeutschland alles gekostet hat. Das ist natürlich der krasse Kapitalismus aus solche Leute gibt es dann auch, die so denken. Es ist ein viel krasseres Gefälle. Das Gefälle ist natürlich viel stärker als Ost- und Westdeutschland. Irgendwann sind das einfach nur 2 verschiedene Länder, die einfach dieselbe Sprache sprechen oder dieselbe Kultur haben. Aber sonst, das war es dann aber auch. Ja? Kann sich dann so entwickeln. Ja. Und es gibt ja faktisch auch keinen Zwang, sozusagen miteinander zu leben. Man kann auch nebeneinander leben, faktisch. Ne? Also es gibt keinen Zwang zur Vereinigung. Ja, Nordkorea ist natürlich viel krasser jetzt ein Unterschied als wahrscheinlich jetzt dann, auch weil es noch viel länger ist als jetzt DDR und Bundesrepublik, es wäre eine viel krassere Wiedervereinigung. Da ist die Ideologie noch viel stärker gespalten, sage ich mal, mittlerweile in der Bevölkerung. Aber sage ich jetzt mal, das wäre ja dann, wenn es eine internationale Bemühung wäre, dann ist das ja immer so Quatsch. Natürlich ist das alles machbar. Es ist jetzt nicht so, dass man Nordkorea ist jetzt nicht der größte Staat der Welt. Also natürlich kriegt man das schon irgendwie hin. Also die Weltwirtschaft geht nicht unter, wenn Nordkorea befreit werden würde. So, also das ist Quatsch. 네, 지금까지 영화에 대해서 좀 얘기했는데 얘기하다 보니까 이제 독일도 동독, 서독이 있었기 때문에 좀 여러 가지 다른 이야기가 나왔습니다. 네, 그러면 다음에 또 만나요. 안녕.